Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bären. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich eine Kosmetiktasche nähe mit Reißverschluss und Innentaschen und auch wie ihr das Schnittmuster dazu machen könnt. Im Video nähe ich die Außenteile zuerst auf den Reißverschluss und dann erst die Innenteile. Die Profis unter euch, die nähen das gleichzeitig zusammen. Also Außenstoff, Innenstoff, in der Mitte zwischendrin den Reißverschluss. Aber wir Anfänger, wir haben damit Probleme und deswegen zeige ich das Schritt für Schritt. Dann möchte ich noch euch Profis ansprechen für den Fall, dass ich irgendetwas total kompliziert mache oder vielleicht falsch mache. Weiß ich ja nicht. Also wenn ihr einen Tipp habt, könnt ihr das gerne unten in den Kommentarfeld hineinschreiben, so dass auch die anderen davon profitieren können. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Zuerst zeichnen wir uns ein Schnittmuster, auf das ihr alle Daten schreibt, die man so braucht, so wie hier. Und noch ein Schnittmuster für die Fließline oder Volumenvlies, das ringsum 1 cm kleiner ist. Wir nehmen ein Blatt Papier quer und diese untere Kante ist die Kante des Schnitts. Und jetzt 25 cm von der linken Kante aus messen. Unten und weiter oben auch nochmal. In der Höhe messen wir 18 cm und verbinden die Punkte mit einem Strich, so dass wir nun ein Rechteck haben. Nun unten rechts und links 2 Aussparungen machen für den Boden, so wie hier. Und dazu 2,5 cm im Quadrat ausmessen. Die Aussparungen werden nachher weggeschnitten. Wenn wir das Rechteck so lassen, dann wird unser Täschchen so, dass die Seiten schräg nach oben verlaufen. Wir wollen aber, dass die Seiten gerade nach oben verlaufen, so wie hier. Und dazu müssen wir den Schnitt schräg machen und oben rechts und links etwas wegnehmen. Wir messen von der rechten und linken Außenkante 1 cm ab. Nun verbinden wir diesen Punkt mit der 1 cm Markierung. So erhalten wir unsere Schräge. Auf der anderen Seite genauso. Ringsum ausschneiden. Jetzt machen wir das Schnittmuster für das Vlies. Und zwar zeichnen wir ringsum 1 cm vom Rand nach innen eine Linie. Wenn wir diese dann auf ein weiteres Blatt übertragen, haben wir ein zweites Schnittmuster. Nun oben links und rechts eine Markierung bei 1,5 cm vom Rand entfernt einzeichnen. Im unteren Bereich, dem Taschenboden, 4 cm vom linken und rechten Rand entfernt eine Markierung machen. Dieses mittlere Stück ist die Wendeöffnung, die wir nur in den Innenteilen lassen müssen. Dies schreiben wir uns auch dort hinein.
Für die Innentaschen machen wir uns auch ein Schnittmuster. Vom oberen Rand messen wir 1,5 cm nach unten. Von unten müssen wir den Boden wegrechnen, sonst verläuft die Innentasche unter dem Boden entlang. Weil hier, die nimmt ja noch Platz weg. Vom Bodenquadrat noch ca. 1 cm weg. Und wenn wir jetzt von unserer oberen Markierung zur unteren letzten messen, haben wir 12 cm. So, jetzt die Breite ermitteln. Auch hier müssen wir die Breite der Tasche mit einbeziehen, die ja Platz wegnimmt. Also hier von der Breite, das müssen wir abziehen. Ich messe vom rechten, linken äußeren Rand oben im engeren Bereich, nicht hier unten, sondern oben 2,5 cm nach innen. So, nun habe ich in der Mitte eine Breite von 18 cm. Und jetzt haben wir die Maße 18 x 12 cm, wobei wir die 12 cm in der Höhe doppelt nehmen. Und das schreiben wir auf unser Schnittmuster. So, kleine Zusammenfassung. Also 18 x 24 cm für die Innentasche. Noch eine kleine Zeichnung von der Innentasche. Also 18 x 12, das Ganze doppelt genommen, also nochmal 12. Also brauchen wir ein Stoffstück, das 18 x 24 cm ist. Zur Hälfte falten, um dann auf die Größe von hier drüben zu kommen. Für die Taschenteile legen wir den Außenstoff mit der Bruchkante nach unten doppelt, legen unser Schnittmuster mit der unteren Kante an den Stoffbruch an und stecken durch beide Stofflagen mit Stecknadeln das Ganze fest. Jetzt ringsrum direkt am Schnittmuster entlang ausschneiden. Wichtig, die quadratischen 2,5 cm Aussparung noch nicht wegschneiden. Erst ganz gerade drumherum ausschneiden. Jetzt die unteren Aussparungen ausschneiden, sodass der Stoffbruch stehen bleibt. Und diese 2,5 x 5 cm Stückchen auf die Seite legen, da wir sie noch brauchen. Und nun können wir die Stoffbruchkante durchschneiden und anschließend alle Nadeln wieder entfernen. Die Taschenaußenteile sind zugeschnitten und das gleiche machen wir auch mit den Innenteilen bzw. Futterteilen. Mit der Ausnahme, dass wir hier die Aussparungen unten nicht berücksichtigen brauchen. Die Innenteile sind auch fertig. Für die Innentaschen den Innenstoff mit der Bruchkante unten doppelt legen. Wir können so ausmessen oder uns auch hier ein Schnittmuster machen, so wie dieses hier. 18 x 12 cm mit dem Stoffbruch eingezeichnet hier unten. Und so legen wir den Schnitt auf. Dann durch beide Lagen feststecken und ausschneiden.
Eine Innentasche in den Maßen 18 x 24 cm ist fertig. Wir machen 2 davon. Eine Schlaufe brauchen wir auch. Diese schneiden wir in den Maßen 15 x 8 cm zu. Mit unserem Fließschnitt, der ja kleiner ist als der Taschenschnitt, schneiden wir das Volumenvlies aus, wie beim Außen- oder Innenstoff auch. So, die Außenteile, rechte Seite, linke Seite, rechts, links. Wir bügeln das Volumenvlies auf die linke Seite der Außenteile, so dass ringsrum der gleiche Abstand zur Kante ist, und lassen sie mindestens 20 Minuten liegen, damit der Kleber Zeit hat, sich mit dem Stoff zu verbinden. In der Zwischenzeit alle Teile bügeln. Für die Schlaufe links auf links der Länge nach zur Hälfte umbügeln. Wieder aufklappen und die untere Kante zur Mitte umbügeln. Das gleiche mit der oberen Kante. Und nun alles nochmal zur Hälfte umklappen und bügeln. An den Innenteilen die Markierung für die Wendeöffnung machen. Auch bei den Innentaschen müssen wir auf der linken Stoffseite eine Wendeöffnung markieren. Hier ist die Öffnung 4 cm lang. Innentaschenteile rechts auf rechts zusammenlegen und stecken. Hier ist die Wendeöffnung und nun von hier bis hier und von hier bis hier zusammennähen. Am Anfang und Ende jeder Naht natürlich verriegeln und die zweite Innentasche genauso arbeiten. Und die Schlaufe auf beiden Längsseiten knapp kantig zusammennähen. Zur Hälfte legen und an den offenen kurzen Seiten mit ein paar Stichen fixieren. Bei den genähten Innentaschen die Nahtzugabe an den Ecken schräg abschneiden. Die Nahtzugabe auch an den 3 Seiten zurückschneiden. Dabei die Wendeöffnung von hier bis hier aussparen. Jetzt die Innentaschen wenden, die Ecken vorsichtig rausdrücken, die Wendeöffnung nach innen legen und glatt streichen. Beide Innentaschen bügeln. Kontrolle, ob wir alles haben.
2 Außenteile mit Volumenvlies bebügelt, 2 Innenteile, dann die Schlaufe, der Reißverschluss mit den beiden Reißverschlussanschlussteilen und die beiden Innentaschen. Jetzt nehmen wir die Innentaschen auf die rechte Seite der Innenteile. Die Wendeöffnung zeigt nach unten. Vom oberen Rand lassen wir 2,5 cm Abstand und vom Seitenrand ca. 3,5 bis 3,7 und feststecken. Hier offen lassen und nun diese 3 Seiten knapp kantig abnähen. Anfang und Ende der Gesamtnaht verriegeln. Die Wendeöffnung wird durch das Darübernähen automatisch geschlossen. Um aus der großen Tasche 2 kleinere zu machen, nähe ich hier eine Naht. Ihr könnt die Größe der Einteilung machen, wie ihr wollt. Auch könnt ihr 3 oder 4 kleinere Taschen daraus machen. Das bleibt euch überlassen. Nun an den Außenteilen oben links und rechts die 1,5 cm Markierungen übertragen. Den Reißverschluss oben dran legen und vermitteln. Die Markierung vom Außenteil auf den Reißverschluss übertragen. Auch die Außenkante auf den Reißverschluss übertragen. Die kleinen Anschlussteile werden circa zwischen der Mitte der beiden Markierungen auf den Reißverschluss aufgenäht. Wie gleich gezeigt, hier den Reißverschluss vorn mit ein paar Stichen fixieren. Auch das kleine Reißverschlussanschlussteil wird wie das andere angebracht. Anschlussteil hier zwischendrin rechts auf rechts aufnähen. Ein paar Mal vor- und zurücknähen. Zurückschlagen und festnähen. Hier am anderen offenen Ende den Reißverschluss zusammenhalten und zwischen den beiden Markierungen ein paar Mal drüber nähen. Da das gerne verrutscht, lege ich ein abreißbares Stickpapier darunter. So lässt es sich besser nähen. Danach das Stickpapier ganz einfach abreißen. Das Anschlussteil genauso aufnähen wie am anderen Ende.
Man kann die Enden der Anschlussteile noch umschlagen und quasi den Reißverschluss einfassen und festnähen. Jetzt nähen wir die Außenteile an den Reißverschluss. So soll es aussehen. Dazu müssen wir den Reißverschluss und Außenteil rechts auf rechts zusammennähen. Die Markierungen müssen oben sein, also den Reißverschluss umdrehen. Die 1,5 cm Markierungen müssen jetzt übereinstimmen. So legen wir das Außenteil mit der rechten Seite nach unten auf den oberen Bereich des Reißverschlusses. Mit einer Nadel feststecken. Das Ganze rumdrehen, da wir von dieser Seite besser sehen, wo wir beim Reißverschluss nähen müssen. Wir schauen jetzt auf die linke Seite des Reißverschlusses. Nun von vorne bis hinten feststecken. Die 1,5 cm Markierung auf die linke Seite des Reißverschlusses übertragen, damit wir wissen, wo wir anfangen müssen zu nähen und wo aufzuhören. Einen Reißverschlussfuß an die Nähmaschine anbringen und von der einen Markierung bis zur anderen Markierung hier entlang nähen. Hier anfangen. Und Anfang und Ende der Naht immer verriegeln. Hier kurz vor dem Schieber anhalten, Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen anheben, etwas zur Seite drehen, den Schieber hochschieben, sodass er nicht mehr stört, richtig hindrehen, Fuß runter und weiter nähen. Und auch hier am Ende bis zur Markierung und verriegeln. Eine Seite haben wir mit der Aussparung der Markierungen hier und hier. Und jetzt kommt das andere Außenteil. Das muss auf der gegenüberliegenden Seite des Reißverschlusses auch wieder mit der Markierung übereinstimmend rechts auf rechts aufgenäht werden. Am Rand muss es auch übereinstimmen. Hier wieder eine Nadel einstecken, umdrehen, damit wir sehen, wo wir beim Reißverschluss nähen müssen. Wie gerade eben schauen wir auf die linke Seite des Reißverschlusses und alles feststecken. Die Markierung übertragen wir auf die andere Seite, damit wir besser sehen, wo wir mit der Naht beginnen und wieder aufhören müssen. Und wieder hier entlang von Markierung zu Markierung nähen. So sollte es jetzt aussehen. Hier die rechte Außenteilseite und hier die linke. Jetzt nehmen wir die Innenteile zur Hand. Drehen das schon genähte Außenteil mit der linken Seite nach oben. So soll es nachher aussehen. Wir müssen das linke Innenteil so aufnähen und umschlagen und das rechte Innenteil so aufnähen
und umschlagen. Das machen wir jetzt. Um 90 Grad rumdrehen. Das untere Innenteil, das am Schluss so liegen soll, umschlagen und mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses nähen. Das ist die linke Seite des Reißverschlusses und hier an der unteren Reißverschlussseite annähen. Also hier drauf. Und auch darauf achten, dass die Seiten übereinstimmen. Hier. Wir stecken hier auf der Seite, auf der die Naht vom Außenteil zu sehen ist. So können wir wieder diese Naht als Leitnaht nehmen. Hier entlang auf der Naht oder ganz dicht daneben nähen. Die Naht genauso nähen, wie sie uns erscheint, also auch 1,5 cm vom Rand anfangen und weiter auf der genähten Naht nähen. Kommen wir wieder zum Schieber. Wieder Füßchen hoch, rumdrehen, Schieben nach hinten, schieben, zurückdrehen, Füßchen runter und weiter nähen. Und auch nur so weit, wie die vorhergehende Naht ist, also bis zur Markierung. So, ein Innenteil ist fertig. Und mit dem anderen Innenteil verfahren wir genauso. Das wird jetzt an die letzte freie Stelle des Reißverschlusses angenäht. Genau hier entlang auflegen. Die vorhergehende Naht hier dient uns wieder als Leitnaht. Von vorne bis hinten stecken und darauf achten, dass die Seiten übereinstimmen. Hier entlang nähen. So, einen großen Teil haben wir geschafft. Wir haben Außen- und Innenteile an den Reißverschluss genäht. Hier unsere markierten Aussparungen, die wir freigelassen haben. Jetzt die Teile vom Reißverschluss wegziehen und bügeln, innen wie außen. Hier entlang knapp kantig abnähen und das Innenteil wird dabei mitgefasst. Hier am Anfang die 1,5 cm Markierung natürlich wieder freilassen und erst hier anfangen zu nähen. Am Anfang natürlich wieder verriegeln. Und auch hier am Ende bis zur 1,5 cm Markierung, soweit eben wie das Außen- und Innenteil auch, verriegeln. Und die gegenüberliegende Seite genauso nähen.
Wichtig: Darauf achten, dass der Reißverschluss mindestens bis zur Hälfte geöffnet ist. Jetzt Außenteile rechts auf rechts und Innenteile rechts auf rechts legen. Beim Außenteil jetzt zuerst den Boden stecken. Und hier die Seite. Bloß hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier beim Reißverschluss alles zurückklappen, damit wir diesen Umschlag hier, also das Stück, das wir mit der 1,5 cm Markierung freigelassen haben, stecken können. Jetzt können wir die Schlaufe gerade einschieben, sodass das zusammengenähte Schlaufenende mit der Seitenkante abschließt und feststecken. Ganze umdrehen und die andere Seite genauso stecken. Hier müssen wir nachher entlang nähen. Zuerst nähen wir die Bodennaht. Natürlich Anfang und Ende immer verriegeln. Am Ende der Bodennaht den Faden nicht abschneiden, sondern alles rausziehen, sodass wir bei der Seitennaht weiter nähen können. Über das Stück mit der Schlaufe zwischendrin nochmals zurück und vornähen. Jetzt wird es etwas knifflig. Schaut, dass ihr die Naht mindestens 1 cm vom Rand weg hier ran nähen könnt. Reißverschluss und Innenteile weghalten, die dürfen nicht mitgenäht werden. Mit einem Reißverschlussfuß geht das einfacher, aber ich habe einen normalen Fuß genommen, falls jemand von euch keinen solchen Fuß hat. Wenn ihr die Nadel verstellen könnt, dann macht das so weit wie möglich nach links. Und nun das Innenteil. Hier die Wendeöffnung unbedingt offen lassen. Ansonsten genauso stecken und nähen wie gerade eben das Außenteil auch. Das Schlimmste haben wir bewältigt. Hier die Wendeöffnung und hier, wie alles aussehen sollte. Gerade in diesem Bereich mit den Aussparungen. Jetzt müssen wir nur noch die Ecken nähen. Dazu die Seitenkanten unserer 2,5 cm Quadrate aufeinander legen, bzw. die Seitennaht auf die Bodennaht legen, stecken und an allen Ecken wiederholen. Hier quer rüber zusammennähen an allen Ecken. Jetzt kommt der große Augenblick. Wir wenden das Ganze. Zuerst wird durch die Wendeöffnung im Innenteil das Innenteil über das Außenteil gestülpt.
Reißverschluss ganz öffnen. Und jetzt wird das innenliegende Außenteil nach außen gestülpt. Durch die Wendeöffnung nach innen greifen, um die Ecken vom Außenteil schön rauszuholen. Die Wendeöffnung entweder mit der Maschine oder mit der Zaubernaht schließen. Noch ein Bändchen an den Schieber und fertig ist unser Täschchen. Was mir hier so gut gefällt ist, dass die Enden nicht so eingezogen sind, sondern der Stoff sich schön hier rumlegt. Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!